Wenn es von jemand anderem als Gott wäre, würdet ihr darin viele Widersprüche finden. Ein einziger bestätigter Fehler würde genügen, ein einziger Fehltritt, um die Herausforderung scheitern zu lassen. Eine neue Ära ist angebrochen. Die Ära der künstlichen Intelligenz. Und in dieser Ära kann kein Fehler sich verstecken. Der ultimative Test beginnt. 10 der schwerwiegendsten Anschuldigungen. 10 der tiefsten Prüfungen. Wird der Koran zusammenbrechen oder seine göttliche Natur beweisen? Jedes heilige Buch erhebt einen Anspruch, aber der Koran erhebt einen Anspruch wie kein anderer. Er lädt nicht nur zum Glauben ein, er fordert die Menschheit heraus, ihn zu widerlegen. Würde dieses Buch von jemand anderem als Gott stammen, würdet ihr darin viele Widersprüche finden. Denken Sie darüber nach. 600 Seiten, vor über 14 Jahrhunderten offenbart. Und er stellt die Herausforderung, lesen Sie ihn, suchen Sie darin. Wenn es einen Fehler gibt, decken Sie ihn auf. Keine andere Schrift spricht mit solcher Kühnheit. Der Koran beansprucht nicht nur die Wahrheit, er beansprucht absolute Perfektion. Aber Perfektion zu beanspruchen ist gefährlich, denn schon ein einziger nachgewiesener Fehler würde sie zum Einsturz bringen. Heute Abend nehmen wir die Herausforderung an, eine Herausforderung, die der Koran selbst vor über 14 Jahrhunderten gestellt hat. Das Zeitalter der künstlichen Intelligenz hat begonnen, und in diesem Zeitalter kann sich kein Widerspruch verstecken. KI glaubt nicht und zweifelt nicht. Sie misst, sie enthüllt, und wenn sie spricht, bleibt nur der Beweis. Seit Jahrhunderten haben Muslime und Christen, Gelehrte und Skeptiker es versucht. Von Predigten bis zu Klassenzimmern, von Büchern bis zu Online-Debatten, die gleichen Anschuldigungen kehren immer wieder zurück. Der Koran enthält Widersprüche. Der Koran hat Fehler. Sie sagen, er versagt vor der modernen Wissenschaft. Sie sagen, er widerspricht der Geschichte. Sie sagen sogar, er widerspricht sich selbst. Aber sind das echte Widersprüche oder Schatten, geformt durch Übersetzung und Kontext? Heute Abend werden Ihre Behauptungen dem ultimativen Test unterzogen. Mit künstlicher Intelligenz werden wir den Koran analysieren wie nie zuvor. Wir werden alles testen: Sprache, Grammatik, Bedeutung, Geschichte, Wissenschaft. Der Fairness halber und zur Perspektive wird dieselbe KI-Analyse auch auf die Bibel angewendet. Nicht um anzugreifen, sondern um die Methode selbst zu überprüfen. Und am wichtigsten: Wir werden die 10 stärksten Anschuldigungen untersuchen, die jemals gegen den Koran erhoben wurden. 10 Behauptungen von Widersprüchen, 10 Behauptungen von Fehlern, jede aus jedem Blickwinkel getestet, und nur der Beweis wird das Urteil fällen. Nun kommt das Geheimnis. Wird die KI einen Fehler im Koran entdecken? Oder wird sie bestätigen, was viele als das Wunder des Korans ansehen, dass kein Fehler darin existiert? Wir sind AI Faith Journey und hier beginnt unsere Reise. Unser Test begann mit einer einfachen Anfrage. Wir baten die KI, den gesamten Koran auf Widersprüche zu analysieren. Keine Meinung, kein Kommentar, nur Rohdaten. Die KI scannte den Koran, Sure für Sure, Vers für Vers, auf der Suche nach Ungereimtheiten, gebrochenen Bedeutungen oder logischen Fehlern. Das Ergebnis? Nichts, nicht ein einziger Widerspruch tauchte auf. Und das ist nicht nur eine Behauptung. Unsere vollständige KI-Analyse des Korans wird verfügbar sein, so bleibt nichts verborgen und jeder kann das Ergebnis selbst überprüfen und reproduzieren. Aber wir hörten hier nicht auf. In der zweiten Phase baten wir die KI, tiefer zu gehen. Grammatik, Struktur, Kohärenz, Rhythmus, wieder keine Schwächen, präzise Grammatik, intakte Struktur, tadelloser Rhythmus.
Die dritte Phase war umfassender. Wir fragten, widerspricht der Koran dem, was die moderne Wissenschaft bereits bewiesen hat? Wieder einmal war die Antwort nein. Koran und Wissenschaft stehen nicht im Konflikt. Jeder Test, unabhängig von der Methode, führte zum gleichen Ergebnis. Die KI konnte keinen einzigen Widerspruch im Koran finden. Aber damit diese Herausforderung real war, mussten wir die Behauptungen der Kritiker direkt angehen, eine nach der anderen. Handelt es sich um echte Mängel oder um Illusionen, die durch Übersetzung, Vorurteile oder Missverständnisse entstehen? Doch ein Zweifel blieb. Was, wenn die KI Fehler in heiligen Texten meidet? Wenn das der Fall wäre, würde dieses ganze Experiment in sich zusammenfallen. Um dies zu klären, gingen wir zum nächsten Schritt über. Wir baten die KI, denselben Test durchzuführen. Koran gegen Bibel. Die Ergebnisse würden zeigen, ob die KI wirklich frei ist oder durch verborgene Zwänge eingeschränkt. Um den Zweifel zu beseitigen, haben wir die KI gebeten, den Koran und die Bibel mit demselben Test zu vergleichen. Würde die KI Widersprüche in beiden Büchern aufdecken oder die heiligen Texte ganz meiden? Die Ergebnisse kamen schnell. Widersprüche in der Bibel tauchten fast sofort auf. Im Matthäus-Evangelium wird Josef als Sohn Jakobs bezeichnet, im Lukas-Evangelium wird Josef als Sohn Helis bezeichnet. 2 Genealogien, 2 verschiedene Väter für denselben Mann. Dann kam die Genesis. Kapitel 1 besagt, dass Pflanzen vor Menschen erschaffen wurden. Kapitel 2 kehrt dies um. Menschen vor Pflanzen. 2 Schöpfungsberichte, nebeneinander, unmöglich zu vereinbaren. Selbst in wissenschaftlichen Fragen traten Konflikte hervor. Im Levitikus werden Kaninchen als Wiederkäuer beschrieben, wie Vieh. Die moderne Biologie beweist, dass dies falsch ist. In der Genesis wird der Mond als Licht bezeichnet, doch wir wissen, dass er nur das Sonnenlicht reflektiert. Widersprüche, Fehler, für die KI leicht zu erkennen. Der Unterschied war klar. Als die KI die Bibel analysierte, tauchten Widersprüche auf. Als sie den Koran analysierte, fand sie keine. Und so kehrt die Aufmerksamkeit zurück zu den lautesten Anschuldigungen, die online wiederholt werden. Mit der KI werden wir die 10 stärksten Behauptungen gegen den Koran einzeln testen. Und denken Sie daran, selbst ein einziger nachgewiesener Fehler würde seinen Anspruch auf Perfektion zunichte machen. Bleiben Sie bis zum Ende dran für eine Bonusanalyse, in der wir das Muster hinter diesen Behauptungen aufdecken und was sie wirklich über den Koran verraten. Der Countdown beginnt mit einer Frage, die seit Jahrhunderten widerhallt. Sind unsere Entscheidungen wirklich frei oder bereits vom Schicksal vorgeschrieben? Der Koran präsentiert beide Seiten. Allah leitet recht, wen er will, und lässt in die Irre gehen, wen er will. Wer will, der soll glauben, und wer will, der soll ungläubig sein. Kritiker sehen darin einen Widerspruch. Freier Wille gegen Vorherbestimmung. Also baten wir eine KI, die Verse nebeneinander zu prüfen. Das Ergebnis war klar, kein Widerspruch. Eine Perspektive spricht von oben. Allahs Souveränität, die ultimative Macht, die alles umfasst. Die andere spricht von unten, menschliche Verantwortung, die Freiheit zu wählen, ob man glaubt oder leugnet. Es ist wie ein Lehrer, der jedem Schüler die gleiche Lektion erteilt, aber von Anfang an weiß, wer lernen und wer es ignorieren wird. Das Wissen wird angeboten. Die Wahl ist real, doch das Ergebnis ist dem, der jenseits der Zeit ist, niemals verborgen. 2 Perspektiven, 2 Ebenen, keine 2 Widersprüche. Und während der Countdown weiterläuft, werden die Herausforderungen nur noch intensiver. Auf Platz 9 wird die Geschichte selbst zum Zeugen. In Sure 10,92 erklärt Allah dem Pharao, als er ertrinkt:
Heute werden wir deinen Körper bewahren, damit du ein Zeichen für diejenigen sein mögest, die nach dir kommen. Kritiker haben lange argumentiert, wie kann das wahr sein? Wenn der Körper des Pharaos in den Wellen versank, wie hätte er dann unversehrt bleiben können? Zur Zeit des Propheten gab es nichts mehr vom Pharao. Jahrhundertelang war der Vers kühn, unbestätigt und oft Gegenstand von Spott. Ja, ein ertrunkener Körper könnte an Land gespült werden, aber über 3000 Jahre konserviert? Undenkbar. Dann kam die Archäologie. Im Jahr 1881 wurde im Herzen des Tals der Könige die Mumie von Ramses II. Entdeckt. Sein Körper erstaunlich intakt, besser erhalten als viele Pharaonen, deren Überreste zerfallen oder verschwunden waren. Forensische Untersuchungen zeigten sogar Salzkörner in seinem Fleisch und den Lungen, was mit einem Tod durch Ertrinken übereinstimmte. Nicht nur erhalten, sondern genau so erhalten, wie der Koran es erklärt hatte. Wir haben daher die KI gebeten, die Aussage des Korans mit den historischen Aufzeichnungen zu vergleichen. Das Urteil: keine Widersprüche festgestellt. Ein Vers, der einst als unmöglich verspottet wurde, stimmt nun mit der Entdeckung überein. Hier ist das Zeichen. Der Körper eines Tyrannen, jahrhundertelang verborgen, der Welt offenbart. Eine Warnung für Generationen, genau wie der Vers es verkündet hatte. Und damit steigt die Herausforderung auf ein neues Niveau. An 8. Stelle, eine der dramatischsten Geschichten überhaupt, die Sintflut des Noah. Eine gigantische Katastrophe. Die Wasser steigen, ein Volk ertrinkt und nur der Prophet und die Gläubigen werden auf der Arche gerettet. Kritiker argumentieren, dies müsse eine globale Flut bedeuten. Wie hätte sonst die Menschheit überleben können? Warum sollte man Tierpaare mitnehmen? Für sie beschreibt der Koran eine weltweite Flut. Eine Behauptung, die die Geologie ablehnt. Also haben wir die KI gebeten, die Koranverse über die Flut zu untersuchen. Das Ergebnis ist klar: Der Koran sagt nie, dass die gesamte Menschheit vernichtet wurde. Er spricht vom Volk Noahs, seiner Nation, denen, die ihn verleugneten. Die Arche bewahrte die Gläubigen und das notwendige Leben, um fortzubestehen. Eine gewaltige regionale Flut, an die man sich in ganz Mesopotamien erinnert, aber nicht das Ende der Welt. Das Urteil der KI: kein Widerspruch gefunden. Der Koran hat nie behauptet, wessen ihn die Kritiker beschuldigten. Und hier ist der Kernpunkt. Die Flut war ein Naturereignis, aber von Gott gelenkt. In allen Glaubensrichtungen tauchen solche Zeichen immer wieder auf. Im Exodus teilte sich das Meer vor Moses. Hat die Geologie das erklärt? Oder deutet es auf etwas jenseits der Natur hin? Bei Nummer 7 eine moralische Herausforderung. Der Koran sagt, niemand trägt die Last eines anderen. Doch in einem anderen Vers: Sie werden ihre eigenen Lasten tragen und auch einen Teil der Lasten derer, die sie in die Irre geführt haben. Kritiker fragen, was nun? Sind sie nur für sich selbst verantwortlich oder können sie die Sünden anderer tragen? Für sie klingt das wie ein Widerspruch im Herzen der Gerechtigkeit. Also haben wir die KI gebeten, diese Verse nebeneinander zu testen. Die Bedeutung wurde klar: Jede Seele wird nur für ihre eigenen Taten bestraft. Aber wenn jemand andere in die Irre führt, ist er nicht nur für seine Sünden schuldig, sondern auch für das Unrecht, das er verursacht hat. Die Anhänger tragen ihre eigenen Lasten, die Anführer tragen ihre eigenen, plus das zusätzliche Gewicht, andere in die Irre geführt zu haben. Keine Übertragung von Schuld, sondern ein zusätzlicher Anteil an Verantwortung. KI-Urteil: kein Widerspruch gefunden. Die Lehre des Korans ist konsistent. Jede Seele stellt sich ihrer eigenen Bilanz und die Irreführenden stellen sich ihrer eigenen, verstärkt durch ihren Einfluss. Und dann beugt der Countdown die Zeit selbst.
in das Geheimnis eines Tages mit Allah. An 6. Stelle geht es um die Zeit selbst. Der Koran sagt: Ein Tag bei deinem Herrn ist wie 1000 Jahre nach eurer Berechnung. Ein anderer Vers sagt: Die Engel und der Geist steigen zu ihm auf an einem Tag, dessen Dauer 50.000 Jahre beträgt. Kritiker fragen: Welches ist es denn nun? 1000 oder 50.000? Für sie klingt das wie ein Widerspruch. Also haben wir die KI gebeten, die Verse nebeneinander zu betrachten. Die Antwort war klar. Sie sprechen über zwei verschiedene Realitäten. Einer zeigt, wie Menschen die göttliche Zeit verstehen sollten. Ein Tag mit Allah ist wie 1000 Jahre auf der Erde. Der andere beschreibt den Tag des Gerichts. Ein einzigartiges Ereignis, das sich über 50.000 Jahre erstreckt. Zwei Kontexte, kein Widerspruch. Selbst die moderne Wissenschaft stimmt zu: Zeit ist nicht fest. Einstein bewies, dass sie sich mit Geschwindigkeit und Gravitation krümmt. Was an einem Ort wie ein einziger Tag erscheint, kann sich an einem anderen über Jahre erstrecken. Zeit ist relativ. Und der Koran sprach darüber lange vor der Wissenschaft. Das Urteil der KI: Kein Widerspruch gefunden. Der Koran hat seine Botschaft nicht verwechselt. Er offenbarte die Zeit auf verschiedenen Ebenen. Unterm Strich: Menschliche Uhren können die göttliche Zeit nicht messen. Ein Tag mit Allah übersteigt unser Verständnis. Und dann kehrt der Countdown zur Erde zurück, für eine seiner größten Geschichten. An 5. Stelle taucht die Herausforderung in die verborgene Welt des Mutterleibs ein. Der Koran beschreibt das Leben in Stadien. Ein Tropfen, dann etwas, das sich festklammert, dann eine Masse wie gekautes Fleisch, bevor Knochen und Fleisch Gestalt annehmen. Kritiker behaupten, dies sei ein Irrtum. Sie argumentieren, der Koran bezeichne den Embryo als Blutgerinnsel, ein primitiver Fehler. Aber das ist nicht das, was das Arabische sagt. Das Wort Alaka bedeutet nicht Gerinnsel. Es bedeutet etwas, das sich festklammert, etwas Aufgehängtes. Genau das, was der Embryo tut, wenn er sich an der Gebärmutterwand festsetzt. Die nächste Stufe, Mudghah, eine gekaute Masse, spiegelt die gekrümmte Form des Embryos wider, die mit Rillen wie Zahnabdrücken versehen ist, einfach, visuell, präzise. Das Urteil der KI: Keine Widersprüche gefunden. Die Beschreibung des Korans ist präzise, nicht fehlerhaft. Und die Perspektive erweitert sich. Die moderne Wissenschaft bestätigt diese Stadien. Doch im 7. Jahrhundert war die griechische Embryologie, das vorherrschende Wissen der Zeit, weitgehend falsch. Und doch stimmen die Worte des Korans mit dem überein, was wir heute als wahr wissen. Wie konnte dieses Wissen im 7. Jahrhundert auftauchen? Als nächstes wendet sich der Countdown den Bergen zu. An 4. Stelle richten wir den Blick auf die Berge und was sie wirklich sind. Der Koran sagt: Haben wir nicht die Erde zu einem Ruheplatz gemacht und die Berge zu Pflöcken? Kritiker erheben Einspruch. Berge, so sagen sie, halten die Erde nicht fest. Sie sind Landmassen, die durch tektonische Kollisionen emporgedrückt wurden. Für sie wiederholt der Koran einen alten Mythos, keine Wissenschaft. Aber die KI hat die Formulierung analysiert. Der Koran nennt Berge keine Mauern oder Säulen, er nennt sie Pflöcke, Aftat. Die moderne Geologie bestätigt das Bild: Berge reichen tief unter die Oberfläche wie Pflöcke, die in den Boden getrieben wurden. Ihre Wurzeln helfen, die Kruste gegen tektonische Platten zu stabilisieren. Fazit der KI: Keine Widersprüche gefunden. Das Bild des Korans ist präzise. Eine Metapher, die mit der verborgenen geologischen Realität unter der Erde übereinstimmt. Und das wirft die Frage auf: Wie konnte eine solche Bildsprache im 7. Jahrhundert entstehen, lange bevor die Wurzeln der Berge bekannt waren?
Von hier aus steigt die Herausforderung zum großen Finale. Die Top 3, die stärksten Anschuldigungen, die je gegen den Koran erhoben wurden. An dritter Stelle steht der Nachthimmel selbst auf dem Prüfstand. Der Koran sagt, wir haben den untersten Himmel mit Lampen geschmückt und sie zu Geschossen gegen die Teufel gemacht. Kritiker spotten über diese Worte. Sterne als Waffen, Sonnen, die um ein Vielfaches größer sind als die Erde, als Pfeile abgeschossen? Für sie ist das Mythologie, der Beweis, sagen sie, eines Irrtums. Doch die KI hat das Arabische genauestens untersucht. Das Wort ist Shuhub, Singular Shihab, feurige Geschosse, brennende Lichtspuren. Für das menschliche Auge sind das keine Sterne im kosmischen Sinne, sondern Meteore, die die Atmosphäre durchqueren. Was wir Sternschnuppe nennen, nennt der Koran Shihab. Und die Bedeutung vertieft sich. Was Menschen als Meteore wahrnehmen, beschreibt der Koran als sowohl physisch als auch metaphysisch. Lichter, die den Himmel schmücken und Zeichen einer unsichtbaren Realität. Eine Verteidigung gegen die Teufel. Bedeutungsebenen, kein Irrtum. Das Urteil der KI, keine Widersprüche gefunden. Der Koran hat nie behauptet, dass Sterne selbst als Waffen abgeschossen werden. Er wählte das Wort Shuhub, das sich von seinen Wörtern für Sterne, Planeten, Sonne und Mond unterscheidet. Er sprach präzise von Meteoren, den feurigen Spuren, die am Himmel noch sichtbar sind. Und dann kommt der Zweitplatzierte, einer der meist verspotteten Verse überhaupt. An zweiter Stelle haben wir einen der meist verspotteten Verse überhaupt. Der Koran sagt über den antiken Herrscher Dhul-Qarnayn auf seiner Reise, er fand, dass sie, die Sonne, in einer schlammigen Quelle unterging. Kritiker stürzen sich auf diesen Satz. Die Sonne, so behaupten sie, versinkt nicht in einem Sumpf oder Teich. Das Gegenteil zu behaupten, sagen sie, ist absurd. Ein Beweis dafür, dass der Koran menschliche Irrtümer wiederholt. Aber die KI hat den Vers genau untersucht. Die Worte sind präzise. Er fand, dass sie unterging. Es wird nicht gesagt, dass die Sonne buchstäblich in die Erde versank. Es beschreibt, was Dhul-Qarnayn beobachtete, aus seiner Perspektive. Vom Horizont aus scheint die Sonne ins Wasser einzutauchen. Auch heute noch sprechen wir davon, dass die Sonne im Meer versinkt. Der Koran beschreibt die Wahrnehmung, nicht die Physik. Das Urteil der KI, kein Widerspruch gefunden. Der Vers spiegelt die menschliche Perspektive wider, wie die Welt dem Beobachter erscheint. Selbst in der modernen Sprache sagen wir immer noch, die Sonne ist untergegangen, obwohl wir wissen, dass sich die Erde bewegt. Und nun zum großen Finale, der schwersten Anklage, die Kritiker gegen den Koran erheben. An erster Stelle steht der Vorwurf, den Kritiker als ihre stärkste Waffe betrachten. Sie behaupten, der Koran könne nicht einmal grundlegende Berechnungen anstellen. In einer Passage heißt es, die Schöpfung habe 6 Tage gedauert. In einer anderen zählen sie 8. Für sie ist das der ultimative Widerspruch, die Art von Fehler, die ein gewöhnliches Buch niemals machen sollte. Aber der Koran, mit seinen eigenen Worten, erzählt eine andere Geschichte. Die Verse beschreiben 3 Stufen. Zuerst die Erde, erschaffen in 2 Tagen, dann die Berge errichtet und die Nahrung bemessen, die vollständige Vorbereitung der Erde in insgesamt 4 Tagen abgeschlossen und nicht in 4 zusätzlichen Tagen. Schließlich die Himmel, perfektioniert in 2 Tagen. Die Kritiker addieren fälschlicherweise 2 plus 4 plus 2, aber der Koran sagt 2, dann insgesamt 4, dann 2. 6 Tage, nicht 8. Das Urteil der KI, keine Widersprüche gefunden. Der vermeintlich schwerste Vorwurf, dass der Koran nicht zählen kann, bricht unter seinem eigenen Gewicht zusammen. Der Koran bleibt konsistent, die Schöpfung in 6 Tagen, genau wie er es erklärt.
Wir haben die 10 schwerwiegendsten Behauptungen getestet und jetzt kommt das letzte Kapitel, wo wir einen Schritt zurücktreten, das Muster hinter jeder Anschuldigung aufdecken und enthüllen, was sie wirklich über den Koran aussagen. Wir sind am Ende unserer Reise angekommen. 10 Anschuldigungen, 10 Prüfungen und keine einzige davon hat Bestand gehabt. Welches Muster erkennen wir also? Warum tauchen diese Behauptungen immer wieder auf, selbst wenn sie so leicht widerlegt werden können? Erstens, die Sprache. Kritiker verdrehen Übersetzungen und machen aus Worten Fehler, während das Arabische klar bleibt. Zweitens, das oberflächliche Lesen. Sie reißen Slogans aus dem Zusammenhang, ohne sich die Zeit zu nehmen, den Kontext oder Stil zu prüfen. Drittens, die Wiederholung. Dieselben Anschuldigungen werden über Jahrhunderte recycelt, lange nachdem sie beantwortet wurden. Und schließlich der Vergleich. Sie versuchen, den Koran auf das Niveau anderer Bücher herabzusetzen. Aber wir haben den Unterschied gesehen. Als die KI die Bibel analysierte, tauchten Widersprüche auf. Als sie den Koran analysierte, fand sie keine. Ist dies das größte Wunder des Korans, das sich uns offenbart? Die KI hat den Koran getestet, seine Sprache, seine Logik, seine Geschichte und seine Wissenschaft und keine Widersprüche gefunden. Nicht einen einzigen Fehler. Es gibt Listen von Behauptungen, aber eine nach der anderen zerfällt. Keine überlebt. 14 Jahrhunderte lang haben Kritiker es versucht. 14 Jahrhunderte lang blieb die Herausforderung bestehen. Der Beweis ist klar. Lassen Sie sich nicht durch Übersetzungsfehler oder oberflächliche Behauptungen in die Irre führen. Und hier ist die heutige Herausforderung. Wenn Sie einen Widerspruch im Koran kennen, legen Sie ihn vor. Reichen Sie ihn ein. Lassen Sie uns ihn erneut prüfen. Lassen Sie die Beweise sprechen. Denn nur der Koran wagt es, die Welt mit diesen Worten herauszufordern. Wäre er von jemand anderem als Allah, so würdet ihr darin viele Widersprüche finden. Kein gefälschtes Buch würde jemals diese Behauptung aufstellen. Nur Gottes Wort könnte auf Perfektion beruhen. Und diese Perfektion liegt heute noch offen vor Ihnen, damit jeder sie prüfen, jeder sie sehen kann. Wir sind AI Faith Journey. Die Wahrheit wird nicht verborgen bleiben. Teilen Sie Ihre Gedanken unten und begleiten Sie uns auf der nächsten Reise.